Wir stürzen uns zusammen in den Rip, lassen uns mitreißen. Ja, jetzt bewegen wir uns, Freunde. Jetzt geht's relativ zügig. Jetzt sind wir nämlich mittendrin. Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Ich nehme euch wieder mit, aber diesmal gehen wir nicht surfen, sondern jetzt kommt das lang ersehnte, viel gefragt und oft versprochene Video zu den Rip Curls. Wir fahren dafür zunächst mal zu meinem Lieblingsstrand. Da sollte es nämlich heute ordentlich Rip Curls geben. Es ist nämlich ordentliches Well da. Und Ziel des ganzen Videos wird es sein, dass wir die Rip Curls ein bisschen besser verstehen, besser lesen können. Das heißt, wenn ihr das Video durch habt, im besten Fall könnt ihr, wenn ihr mal selber am Strand seid, die Rip Curls gut erkennen. Und wenn ihr sie gut erkennt, dann wisst ihr auch, wo ihr rauspaddeln müsst, wo ihr wieder an den Strand zurückkommt. Und für all diejenigen, die nicht surfen, sondern schwimmen, ist es auch super lehrreich, das Video, weil die meisten Todesfälle am Meer bei Badeurlauben kommen tatsächlich durch die Rip Curls zustande, wenn Leute in diese Strömung geraten, dann in Panik geraten und dann ertrinken. Also, wir sehen uns am Strand. Bis gleich. Auf dem Weg zum Strand machen wir noch einen kleinen Zwischenstopp oben auf der Klippe. Und das als kleine Challenge. Guckt euch doch mal an, ob ihr, ohne es vorher erklärt bekommen zu haben, direkt sehen könnt, wo sich die Rips befinden und wie viele da sind. Wir sind unten am Strand angekommen. Hier werde ich euch jetzt einmal in der Theorie erklären, wie die Rips zustande kommen. Das Ganze machen wir im Sand. Wenn wir dann die Theorie verstanden haben, dann zeige ich euch, wie das im Wasser aussieht. Dann lässt sich das gut schon direkt in die halbe Praxis übersetzen, nämlich das Lesen lernen, wie man erkennt, wo der Rip ist, wo er nicht ist. Und dann die volle Praxis ist, wir stürzen uns zusammen in den Rip, lassen uns mitreißen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das auch ohne Board machen, weil heute sind die Wellen ganz schön groß und die Rips sind ziemlich stark. Wir fangen erstmal an mit der Theorie. Auf der Seite, das ist das Meer oder Sea. Das ist quasi die Küstenlinie. Hier unten ist das Land. Aus der Richtung kommen die Wellen an. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Rip Curls entstehen, weil der Untergrund unter der Wasseroberfläche eine ganz bestimmte Form hat. Und der ist nicht komplett eben, jetzt so wie hier am Strand, sondern es gibt Sandbänke. Es gibt richtige Untiefen. Das heißt, hier sind Sandbänke, die höher sind, hinten dran sind Sandbänke, die höher sind. Und die Wellen, die laufen jetzt von hier hinten nach hier vorne durch, über diese verschiedenen Untiefen hinweg. Und was jetzt passiert, durch diese Gräben, die man sich hier vorstellen kann, und durch diese Höhen, das ist hier quasi hoch, das ist hier quasi tief, läuft das Wasser rein, ist hier vorne in diesen verschiedenen Gräben, wo es tiefer ist, und muss ja an einer Stelle, wenn das Wasser immer reindrückt, irgendwann auch wieder vom Strand ablaufen können. Ihr könnt euch das also so vorstellen, dass zwischen den Sandbänken, das ist hier jetzt quasi eine Sandbank, das ist eine Sandbank, immer wieder solche Gräben aufreißen, durch die das Wasser, was sich hinter den Sandbänken staut, abfließt. Und das produziert natürlich eine zum Teil ziemlich starke Strömung. Je enger dieser Graben ist, je stärker diese Wellen sind, die reindrücken, je mehr Wasser reingedrückt wird in kurzer Zeit, desto stärker ist dann auch der Rip nach draußen zieht. Jetzt ist es so, die sind nicht immer statisch, sondern an einem Beach Break kann es natürlich sein, je nachdem, also die Wellen verändern den Untergrund immer wieder und je nachdem, wie dieser Untergrund verändert wird, kann es auch sein, dass dieser Channel dann sich verändert, woanders lang geht. Ja? Es kann auch mehrere Channels an einem Beach Break geben. Jetzt kann es sein, dass unterm Sand zum Beispiel Felsen sind, die quasi ein immer unveränderliches Hindernis darstellen, an dem sich Sand sammelt und dann man außenrum immer wieder Channels dann findet. Das erstmal so viel zur Theorie. Ich glaube, es ist ganz klar geworden, wie diese Channels überhaupt entstehen. Wir haben jetzt eigentlich auch verstanden, dass an einem Beach Break die nicht immer an der gleichen Stelle sind, sondern sich durchaus auch verändern können. Und wenn sie sich verändern, man merkt das dann teilweise, also innerhalb von einer Surf-Session gibt es so, habe ich schon erlebt, richtige Scheibenwischer-Rips, die quasi durch den ganzen Peak durchziehen, von links nach rechts wandern, es dann relativ schwer machen, auch zu surfen. Natürlich nutzen wir die Rips, um gut raus ins Line-Up zu kommen. Und da sind wir auch jetzt bei der Safety. Wenn ein Schwimmer in einem Channel gefangen ist, dann rettet er sich immer oder sollte sich immer dadurch retten, erstens nicht in Panik geraten, sondern entspannen, einfach auftreiben, nicht dagegen ankämpfen, gucken, was macht der Channel, gucken, sich orientieren, an Land einen Punkt suchen. In welche Richtung werde ich eigentlich getrieben? Klar raus, aber der kann auch nach links, nach rechts sich versetzen. Da muss er ein bisschen beobachten, wo es dann eigentlich tatsächlich hinversetzt, ganz ruhig bleiben. Und dann sich dorthin versetzen lassen, wo der Channel quasi zur Sandbank geht. Der Channel geht an der Stelle auch immer wieder zur Sandbank zurück. Wenn man dann an der Sandbank ist,
Hier hat man dann einen schönen starken Push mit den Wellen über die Sandbank raus und kann dann das Wasser sicher verlassen. Mit dem Wissen sollte der Rip jetzt von oben einfacher zu erkennen sein. Ihr seht den dunklen Teil des Wassers, wo die Wellen nicht so stark brechen. Das ist dort, wo es tief ist. Das ist der Channel, durch den der Rip rauszieht. Die Bewegung des Wassers ist über die Linie eingezeichnet. Wichtig ist noch zu wissen, dass, wie schon gesagt, an dem Beach Break sich die Rips ändern können. Bei Breaks, die einen festen Untergrund haben, durch einen Riff zum Beispiel, sind die Rips dann quasi schon vorgegeben und durch die tiefen Stellen, die ja unveränderlich sind. Ihr seht jetzt, wie das von Sea Level unten aussieht. Da ist es relativ schwer zu beobachten. Das erste, wonach ich jetzt gucke, wo sind die Sandbänke? Und die Sandbänke sind in der Regel dort, wo die Wellen brechen. Also direkt hier vorne geradeaus. Da rechts ist die nächste und was direkt auffällt, hier zwischendrin ist es grüner, weniger Weißwasser. Und man kann sogar sehen, wie das Wasser rauszieht. Natürlich auch in einem Rip, in einem Channel brechen die Wellen manchmal. Trotzdem zieht die Strömung nach draußen. Und das Wasser drückt von hinten außen über die Sandbank in den Channel. Vom Channel läuft es quasi dann hier nach rechts. Und dann macht der Channel quasi die Biege, also erst parallel zum Strand, zur vertieften Stelle, durch die Sandbank durch, nach hinten raus. So Leute, ich bin fertig umgezogen, wir haben die Kamera positioniert. Es ist tatsächlich ziemlich heavy, ziemlich groß und ich habe meine Sicherheitsschnur nicht mit dabei für die GoPro. Die ist gerade neu gekommen, das ist die erste Session mit der GoPro in dem Wasser. Ja, ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht verliere. Das wäre natürlich richtig schade. Ich werde jetzt nicht viel paddeln oder eigentlich gar nicht. Ich werde mich einfach nur mit dem Brett hier in den Rip reinsetzen. Ihr könnt das jetzt sehen. Wir gehen hier über die flache Sandbank direkt auf die tiefe Stelle zu und werden uns da darüber einfach mal rausziehen lassen. Da vorne seht ihr schon, wie es rüberzieht. Hier wird es schnell tiefer. Ich bin hier in hüfthohem Wasser und bin auch gar nicht weit weg vom Strand hinter mir, auch wenn das jetzt mit dem Fischei hier ein bisschen anders aussieht. Ich bin jetzt im Rip. Ihr könnt hier sehen, wie das Wasser quasi rüberzieht. Ja, jetzt bewegen wir uns, Freunde. Ihr seht hinter mir den Strand. Jetzt geht es relativ zügig. Jetzt sind wir nämlich mittendrin. Jetzt zieht es uns genau auf die andere Sandbank. Und die ballert ordentlich rein. Um es über die zweite Sandbank nach hinten raus zu schaffen, müsste man aktiv paddeln. Wenn man das nicht macht, kann es passieren, dass einen der Rip in der Impact Zone von der zweiten Sandbank hält. Sofern er eigentlich seitlich jetzt auf die innenliegenden Sandbänke drückt, über die man dann mit dem Push wieder rauskommt. So, und wir treiben auch schon Richtung Sandbank. Vermutlich wird uns der Rip wegen der Ebbe auch nicht bis ganz nach hinten draußen ziehen. Sondern ihr seht schon, dass das Wasser nach rechts rüber treibt, über die Sandbank. Ich kann hier für den Füßen fast wieder den Boden berühren. Und dann geht es quasi wieder raus. Und genau das sollte man als Schwimmer oder als Surfer auch machen. Sich zum Wasser bewegen lassen. Mit Brett geht das Ganze natürlich besonders gut. Wir hatten gesehen dann, wie schnell das einen doch nach hinten raustreibt, also vor die nächste Sandbank. Und hier ist es für Schwimmer dann natürlich auch so, dass es da relativ ungemütlich werden kann. Freunde, schwimmt, das lassen wir aus. Ich mache es jetzt nicht, es ist nämlich schon eine ziemlich starke Strömung. Muss nicht sein. Seht es mir nach, wenn nicht, kann ich auch damit leben. Ich fasse es noch mal kurz zusammen.
Die Rips entstehen, weil Untiefen im Wasser sind, das Wasser über die Sandbänke reindrückt, Gräben aufreißt, es nach draußen zieht. Das ist genau das, was man will, um zu den Wellen rauszukommen, durch die Breaks rauszukommen. Wenn man schwimmt dort drin mal landet in so einem Teil, dann Wichtigstes ist nicht in Panik zu geraten, sich mitnehmen zu lassen und zu gucken, wo die Sandbank ist, wo das Wasser wieder reindrückt und dann darüber rauszugehen. Macht es auf keinen Fall nach, ohne Brett. Ich habe es ja auch nicht vorgemacht, also es ist davon abzuraten, das ohne Not auszuprobieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Dann ja, geht es beim nächsten Mal wieder normal surfen, so wie wir es meistens kennen. Und genau da freue ich mich schon drauf. Macht's gut, bis bald.